Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der G-Clip von Bullman Tactical. Ihr habt es gerade im Einspieler gesehen, der G-Clip von Bullman Tactical ist primär dafür gemacht, dass man seine Waffe sicher und verdeckt tragen kann. Hier soll quasi dem guten Jungen oder dem guten Buben der Vorteil gegeben werden, den die bösen Buben auch haben, nämlich, dass man eine Waffe ohne ein Holster irgendwo in der Hose, im Rucksack, in der Tasche, sonst irgendwo verdeckt trägt, ohne dass das Profil sich abzeichnet. Das hat man nämlich, egal wie dünn das Holster ist, ob es ein Lederholster ist oder sonst irgendwie, man hat immer irgendwie einen Print, den man doch irgendwo sieht, es sei denn, man hat wirklich super weite Klamotten. Von daher ist diese Methode einfach die beste. Und natürlich auch, was mit den bösen Buben natürlich auch noch mit ein Grund dafür, warum die kein Holster nutzen, ist, wenn man auf der Flucht ist, schmeißt man es einfach weg. Das Holster müsste man erst irgendwie aus der Hose wursteln und so ist dann auf jeden Fall alles entsorgt. Das ist jetzt hier nicht der Hintergedanke, aber so viel erstmal dazu. Was haben wir hier? Wir haben einen Clip, der momentan aktuell nur für die Glock verfügbar ist. Für alles, was auf 17er Basis ist, sage ich mal, passt da im Moment. Gibt es in Schwarz und Gelb. Es wird noch weitere Versionen geben. Wenn jetzt Behörden auch sagen, sie hätten da Interesse ran, dann kann man da auch für SIG oder HK oder für CZ die Maschinen entsprechend umstellen, dass man da große Mengen rauslassen kann. Aktuell, wie gesagt, nur für die Glock verfügbar. Zur Demonstration habe ich jetzt mal hier den gelben G-Clip. Das sieht man nämlich ein bisschen besser. Das ist eine Abzugssicherung, wie ihr sehen könnt, ne? Soll quasi dem Träger die Möglichkeit geben, erstmal primär die Waffe fertig geladen einstecken zu können und dann hier trotzdem den Abzug gesichert zu haben. Ihr kennt das Problem, beziehungsweise wir haben jetzt immer mehr modernere Pistolen, die mit dem Striker-Fire-System arbeiten. Das heißt, wir haben keinen außenliegenden Abzug, den man, nachdem die Waffe fertig geladen ist, entspannen kann und somit die Waffe dann doch einigermaßen sicher im Hosenbund getragen werden kann. Bei diesem System ist es so, wenn es durchgeladen ist, fertig geladen ist, ist nur noch der Abzug die letzte Sicherung, die da vorhanden ist. Ja, auch gerade hier speziell bei der Glock keine Sicherung vorhanden. Wenn du in den Abzug reinkommst, irgendwie dumm, ja, dann löst sich der Schuss und die Selbstverletzung ist ziemlich groß. Genau dafür ist dieser Clip hier gedacht. Der sichert euch komplett den Abzug. Das heißt, ihr seht es ja hier selber, ich kann jetzt hier drauf kommen, da kann nichts passieren. Der Clip ist auch so designt, dass er das Eigengewicht der Waffe hält. Ja? Also er hält wirklich hier eine komplett fertig geladene, ist jetzt hier nicht, aber er hält eine fertig geladene Glock im Eigengewicht und hat natürlich noch ein kleines Schmankerl mit eingebaut, nämlich der muss sich ja irgendwie auch schnell lösen können. Und genau dafür ist dieser Haken hier unten. Da ist es jetzt völlig egal, ob ihr den aus dem Hosenbund zieht, aus dem Pullover rauszieht oder ob ihr ihn aus dem Rucksack zieht. Egal, irgendwo, wo ihr eine Kante habt, wo ihr das ansetzen könnt, könnt ihr den Clip abziehen. Das Abziehen ist sogar möglich, wenn ihr nur eine Hand zur Verfügung habt. Wenn zum Beispiel der linke Arm oder euer schwacher Arm angeschossen worden ist. Ihr könnt das entweder am Hosenbein abstreifen oder im Nacken oder ihr könnt die Waffe in die Hand vorne nehmen und den Clip nach vorne mit der Hand wegbewegen und dann die Waffe wieder vollständig umgreifen. Also gibt es wirklich etliche Möglichkeiten, um diesen Clip dann auch wieder loszuwerden. Es gibt ähnliche Produkte auf dem Markt, die funktionieren mit einer Schnurlösung. Das heißt, ich habe eine Schnur an der Hose befestigt und wenn ich dann die Waffe aus der Hose ziehe, löst sich dann diese Abzugssicherung quasi, hängt dann an der Hose runter und damit ist die Waffe auch wieder freigegeben.
hat einen großen Nachteil. Man ist relativ fixiert auf die Position. Der Antrieb bei Bullman Tactical war, einen Clip zu schaffen, der wirklich schnell von einer Position in die andere verlagert werden kann. Ob ihr jetzt die Waffe aus dem Rucksack nehmt und in den Hoodie steckt oder in die Hosentasche steckt oder von der Frau aus der Tasche in eure Tasche steckt oder andersrum. Ja, dadurch, dass der Clip nicht irgendwo gebunden ist, habt ihr hier eine sehr, sehr innovative Lösung, um schnell von A nach B verlagern zu können. Jetzt habt ihr natürlich das Problem, wenn der Clip sich löst, also beziehungsweise wenn ihr die Waffe zieht und der Clip sich löst und sich nicht in der Hose verfängt, fällt er auf den Boden. Das ist auch so gedacht. Das heißt, ihr habt zwei von diesen Clips, einen habt ihr immer in der Hosentasche. Wenn ihr dann wirklich im Einsatz einen ziehen müsst und der Clip wegfliegt, könnt ihr nach dem Einsatz der Schusswaffe den zweiten ziehen und den wieder draufpacken. Bei der Konstruktion hat sich Bullman Tactical wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht und ich glaube, es hat sehr, sehr lang gedauert, bis dieses einfache Stück Kunststoff hier so designt worden ist, dass es wirklich passt, weil es passt perfekt. Es schließt sauber mit dem Abzug ab. Ihr habt hier eine leichte Vertiefung für den Finger, das heißt, ihr habt auch wirklich nochmal eine Referenz, wenn ihr nach unten rutscht. Ja, sagen wir mal, ihr zieht das aus der Hosentasche und merkt, ihr seid hier quasi in dieser Vertiefung drin, dann wisst ihr genau, wenn der Haken sich jetzt löst, seid ihr im Abzug. Also auch eine blöde Sache, das heißt auch eine Fingerlang-Referenz zur Sicherheit. Und natürlich den Haken, der sehr gut rastet. Ihr habt es eben auch schon gesehen, das ist auch nochmal ein großer Vorteil gegenüber anderen Produkten. Das Lösen, das geht wirklich so, dass die Waffe nicht aus dem Gleichgewicht groß gerät. Ja, man hat jetzt hier genug Widerstand, dass die Waffe selbst gehalten wird, aber man kann ihn relativ gut runternehmen. Das ist auch extrem wichtig, wenn man die Waffe in einem verdeckten Einsatz nutzen will und da dann entsprechend vorher das System, also den Abzug befreien will. Ihr kennt das vielleicht als Polizist oder als Behörde, ihr seid irgendwo kurz vor dem Zugriff, die Waffe ist noch nicht fertig geladen. Ich nehme mal hier eine von denen hier, so. Dann nehmt ihr die Waffe aus der Tasche, dann kommt hier dieses, ja, oder ihr lasst es leise zurück. Also es macht auf jeden Fall Krach, ja. Und genau da setzt dann der G-Clip ein. Man kann den nämlich wirklich sehr leise runternehmen, so dass man es quasi gar nicht hört, außer das letzte Schnappen. Aber das ist deutlich leiser als hier dieses Schnappen. Und damit habt ihr dann auch die Waffe einsatzbereit. Ein letztes Wort noch zur Haptik. Wenn ihr hier mal schaut, das Design ist so gemacht, dass ihr den G-Clip quasi gar nicht überstehen seht. Das ist auch eine feine Sache, wenn ihr die Waffe wegsteckt. Also man hat nichts irgendwo, wo es hängen bleiben kann, außer natürlich dem Haken, wo es hängen bleiben soll. Eine ganz tolle Geschichte, wirklich vom Design her sehr schön gemacht. Ihr habt es jetzt bei dem hier gerade auch gesehen. Hier haben wir selbst nochmal nachträglich ein Loch gesetzt, einfach, dass man mal die Möglichkeit hat, das Ganze auch zu nutzen, wie es die Konkurrenz nutzt. Man hat ein Bandsystem und hat das an der Hose befestigt. Das wäre hier auch kein Problem, wenn man hier selbst nochmal ein Loch nachträglich dazu hinzufügt, um da entsprechend dann auch das System genauso nutzen zu können. Das wird nicht die Stabilität des Systems beeinträchtigen. Haben wir probiert, funktioniert einwandfrei. Wir sehen den G-Clip aber nicht nur im behördlichen Einsatz oder im militärischen Einsatz, wo er übrigens auch gerade schon in der Testung ist. Also verschiedene Einheiten in Deutschland und den USA testen das Ding gerade. Und bis jetzt ist das Feedback sehr, sehr positiv, wie bei uns auch. Wir sehen den G-Clip aber auch ganz klar im sportlichen Bereich als zusätzlichen visuellen und mechanischen Sicherheitsfaktor. Ihr habt hier eine normale Glock, die ist jetzt geschlossen, Magazin drin, Zustand unbekannt. Normalerweise, wenn ihr im sportlichen Schießen fertig seid mit eurer Übung, dann gehört das Magazin raus, natürlich leer. Wir überprüfen das Patronenlager und dann legen wir die Waffe mit dem Verschluss offen ab, nach oben. So kann jeder jetzt von weitem auch sehen, okay, Verschluss ist offen, Magazin ist draußen, damit ist schon mal eine Sicherheit gewährleistet. Es gibt hier diese Fähnchen, das ist jetzt zwar für eine Langwaffe, aber das kann man jetzt hier auch mal demonstrativ einsetzen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, nochmal zusätzlich Sicherheit hinzuzufügen. Allerdings finde ich, dass das ein bisschen fummelig ist. Hier mit dem G-Clip ist es nochmal eine rundere Sache, geht schneller als mit dem Fähnchen. Und vor allem könnte ich jetzt tatsächlich auch,
wenn ich die Waffe wieder fertig mache zum Schießen, den G-Clip bis zum Schluss drauf lassen. Ja, das kann ich mit dem Fähnchen nämlich nicht. Ich kann jetzt mein Magazin laden, kann die Waffe aufnehmen, kann das Magazin einführen, kann den Verschluss abschließen, kann nochmal eine Kontrolle machen. Das kann ich, die ganzen Tätigkeiten kann ich jetzt nochmal machen, ohne dass der Abzug irgendwie frei ist. Und erst wenn ich jetzt hier bereit bin, nehme ich den G-Clip runter, gehe in den Anschlag und kann dann Schussabgabe machen. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema für die Ausbildung, was wir schon alles gesehen haben, was in der Schießausbildung passiert. Ja? Das geht los mit Gehörschutz vergessen aufzusetzen. Ja? Die Waffe geht mit dem Finger im Abzug nach oben und der Gehörschutz wird nachgezogen. Oder es dreht sich jemand mit der Waffe im Abzug nochmal um, bevor er den Schuss abgibt. Also da kann man noch so viel Sicherheit walten lassen und man muss wirklich mit Argusaugen gucken, aber da ist auch schon viel passiert. Und da sehe ich auch ganz klar den G-Clip für die Ausbildung nochmal als guten Punkt, denn hier kann ich wirklich erst mit der Waffe trocken trainieren, ohne Munition, dem Neuling das quasi beibringen. Und wenn der dann soweit ist, dass er quasi die fertig geladene Waffe in die Hand bekommt, mit dem G-Clip drauf, kann der in den Anschlag gehen. Und wenn ich dann vorsichtig den G-Clip nach vorne runterziehe, hat der wirklich nur auch eine minimale Schwankung. Also es ist nicht so, dass man dann roppen muss, dass dann sich nochmal ein Schuss löst, sondern da geht der G-Clip wirklich so leicht von der Waffe runter, dass man das perfekt für die Ausbildung auch nutzen kann. Kommen wir zum Fazit. Ihr kennt alle das, oder ihr wisst bestimmt alle noch, wie das war früher beim Skifahren. Da war man auf der Piste, hat dann unten einen gesehen mit dem Helm und gesagt, guck mal, der Depp mit dem Helm. Heute ist es so, da fahren die Leute Ski und sagen, guck mal, der Depp da unten ohne den Helm. Genau so ein Produkt ist meines Erachtens auch der G-Clip. Ihr habt einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor, den man hier noch mit einbauen kann, der euch nicht unbedingt aus eurer normalen Routine rausbringt, wie das mit einem Fähnchen wäre, sondern wirklich einfach nochmal einen zusätzlichen Clip, bringt euch Sicherheit und gerade auch im Behördenbereich sehe ich den als absoluten Gamechanger, weil er wirklich nicht nur für den verdeckten Einsatz genutzt werden kann, sondern auch gerade hier in den Behörden, wo wenig Platz in den Spinden ist, kann man die Waffen dann entsprechend nochmal kompakter in den Spinden lagern. Das ist einfach, also die Einsatzmöglichkeit ist so vielseitig, finde ich einfach eine richtig coole, runde Sache. Ihr bekommt den G-Clip bei Bullman Tactical direkt. Der Link ist unten eingeblendet. Wie findet ihr das Produkt? Schreibt es uns in die Kommentare oder auch wenn ihr noch Fragen habt. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke nicht vergessen für neue Videos. Schaut im Blog, da habt ihr nochmal alle Infos, die ihr braucht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.